Mettwurst, Leute! Willkommen zur ersten Folge von Superbrain Rainer klärt auf. Das Emskirchner Universalgenie lässt uns an seinen schier grenzenlosen Fachkenntnissen teilhaben und richtet seinen moralischen Zeigefinger auf jene Gesellschaft, in der wir leben. Schockierendes Hintergrundwissen, das die Welt und Deutschland in einem anderen Licht erscheinen lässt, wurde ausgesprochen und ich leiste hiermit meinen bescheidenen Beitrag, diese Information weiterzugeben. Wir zahlen in Deutschland Autosteuer. Wenn ich mich nicht täusche, oder es eine andere Straßensteuer auch nochmal gibt, wie auch immer, es gibt eine Steuer, die dafür sorgt, dass unsere Straßen, und ich nehme an, dass es die Autosteuer ist, wir zahlen eine Steuer, dass unsere Straßen in Deutschland gut sind, dass die gebaut sind, dass man drauf fahren kann. Völlig korrekt. Nachdem das deutsche Bundesfinanzministerium diesen peinlichen Fauxpas erkannte, wurden sämtliche Unterlagen und Steuerinformationen korrigiert und die Autosteuer ist nun an jenem Platz, an den sie hingehört. Danke, Rainer. Dadurch, dass wir eine Bundeswehr haben, also eine Macht, eine militärische Macht, ja, haben wir die Möglichkeit, uns im Fall des Falles, dass Menschen aus einem anderen Land denken, ja komm, die überfallen wir etc., dass wir uns verteidigen können. Ist zwar jetzt seit 40 Jahren nicht mehr, oder seit 60 Jahren nicht mehr vorgekommen, aber wenn es nötig wäre, hätten wir die Möglichkeit. Ja? Wiederum völlig korrekt. Nur noch Historiker mit 5-fachem Akademikertitel können sich an den Westdeutsch-Papua-Neuguineischen Krieg von 1975 erinnern. Noch in der Unabhängigkeitsnacht des neuen souveränen Staates Papua-Neuguinea erklärte die Regierungsspitze Deutschland den Krieg, da diese ein Jahr zuvor ihre australischen Freunde an der Fußball-Weltmeisterschaft mit 3:0 schlugen. Zum Glück hatte Deutschland damals eine militärische Macht, sodass sie sich Etzala verteidigen konnten, genauso wie noch einmal 30 Jahre früher, als die faschistische polnische Regierung den Deutschlandfeldzug startete. Danke, Rainer. Damit kommen wir zum negativen Punkt von der Bundeswehr. In Amerika gibt es genau wie bei uns die Bundeswehr, nur dass es bei denen nicht Bundeswehr, sondern Armee heißt. Ja? Also US Army heißt es dann. Auch hier weiß unser US-Lord mit Insider-Informationen zu glänzen. In den USA gibt es auch die Bundeswehr, besser gesagt handelt es sich bei genauer Betrachtung um ein und dieselben Soldaten, die jeweils episodenmäßig die USA und dann wieder die Bundesrepublik beschützen. So mussten auch 1975 beim Westdeutsch-Papua-Neuguineischen Krieg Soldaten aus den USA abgezogen werden, die abermals an der Heimatfront gebraucht wurden. Dieses Wissen wird jedoch streng unter Verschluss gehalten und nur militärpolitische Schwergewichte wie Rainer Winkler erhalten Einblick in derartige Informationen. Danke, Rainer. Im Gegensatz zu Deutschland hat Amerika natürlich eine Überwachung, diese mehrere Länder und alles immer weiter überwachen. USA, oder Moment, heißt das USA? Ihr wisst, was ich meine, ja? Diese Typen, die am Telefon immer mitlauschen. Und das ist nämlich dann der nächste Punkt, das wo zum Beispiel bei Apple Wars sehr oft kommt. Und CSI heißt es, glaube ich. Nun kommen wir gar an einen Punkt, der strafrechtlich relevant sein könnte. Denn nur Amerika-Kenner wie Rainer Winkler wissen, dass die NSA lediglich der Strohmann war, der vorgeschickt wurde. Hinter den millionenfachen Abhöraktionen standen in Tat und Wahrheit die Produktionsteams und die Darsteller sämtlicher CSI-Ableger. Rainer Snowden scheut keinerlei Repressionen und geht als aufrechter Bürger voran und spricht Wahrheiten aus, die weltumspannende Ausmaße annehmen können. Danke, Rainer. Hunger, ja. Lassen wir mal Durst außen vor, weil Durst ist eigentlich, man stirbt früher an Verdursten als an Verhungern. Dennoch ist auch Hunger ein wichtiges Thema. Was dafür sorgt, dass Menschen, die nichts zu trinken haben, schon mal gar kein Essen haben. Denn was braucht auch Nahrung, um zu wachsen? Richtig, Wasser. Abermals ist Dr. Winkler auf dem neuesten Forschungsstand. Jahrelang wurde fälschlicherweise behauptet, Wasser sei eine Verbindung aus Sauer- und Wasserstoff. Neueste chemische Forschungen zeigen aber, dass Wasser eine Verbindung aus Wasserstoff und Nahrung ist. Damit spricht Rainer Winkler bereits das nächste Problem unterschwellig an. Aufgrund dieser Erkenntnisse kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit belegt werden, dass der steigende Meeresspiegel nicht auf die Erderwärmung bzw. auf die schmelzenden Polkappen zurückzuführen ist, sondern auf die Tatsache, dass das Meer, also ein Organismus, der Nahrung braucht, um zu wachsen, seine eigenen Fischbestände auf bestialische Weise auffrisst.
Somit haben wir nun auch eine plausible und einleuchtende Erklärung für das Fischsterben in unseren Weltmeeren. Danke, Rainer. Weil jemand, der so eine Seite betreibt oder auch Raubkopierer und so weiter, die werden 20, 30 Jahre in den Bau geschickt. Richtig. Das Strafmaß wurde für solcherlei Vergehen gerade vor kurzem im Deutschen Bundestag von 5 auf 20 oder 30 Jahre erhöht. Die genaue Zahl weiß ich jetzt alle nicht mehr, doch wenn ihr Bock habt, könnt ihr in Drachenlords Fachliteratur einen Einblick erhalten. Eben diese ist unter wikipedia.de zu finden. Immer mal von 80 aus, das wären dann 40, wären dann 40 Millionen Menschen, die eine Partei wählen. Ja? Das wären dann 50-50, ja? Machen wir mal SPD und CSU. So, SPD, Partei A, hat 40 Millionen. Ja? Das bedeutet, sie haben 5%, die haben 50% der Bevölkerung auf ihrer Seite. Abermals richtig. Bundesbürger, die nicht auf dem neuesten Stand sind, hätten diese Aussage schnell als Blödsinn abgetan. Bei ca. 80 Millionen Einwohnern entsprechen 40 Millionen Stimmen einem Wähleranteil von 50%. In dieser Aussage bezieht sich Rainer.w auf die Bundestagswahl 2017. Denn nur die fleißigsten Verfolger des Deutschen Bundestages werden festgestellt haben, dass das deutsche Wahlrecht völlig umgekrempelt wurde. Ab 2017 wird jeder Mensch auf bundesdeutschem Boden das Wahl- und Stimmrecht nicht nur bekommen, sondern zudem gezwungen sein, es auch zu nutzen. Das gilt für ausländische Mitbürger, für Kleinkinder und auch Menschen, die aus anderen Gründen kein Wahlrecht besitzen. Danke, Rainer. Wir haben hier die Möglichkeiten zu wählen, aber wer sagt uns, dass die wirklich so gewählt wurden, dass meine Stimme an die SPD geht, wo ich sie hingeschickt habe und nicht bei der CSU landet? Meine Meinung dazu ist, wenn meine Stimme da landen soll, wo sie landen soll, landet sie da nicht. Weil mir niemand garantieren kann, es geht bei 80 Millionen Menschen oder 80,2 Millionen Menschen gar nicht, dass mir jemand garantiert, dass meine Stimme in der Partei landet, die ich will. Es gibt keine Möglichkeit nachzuweisen, dass meine Stimme da landet, wo sie landen soll. Und dass das dann bei allen der Fall ist. Denn rein theoretisch könnte man sagen, hier, hast du 500.000, machst du ein schönes Leben, dafür sagst du aber, die CSU hat gewonnen. Hier gelang unserem Metal Lord der politische Durchbruch. Aufgrund dieses Videos werden an den Bundestagswahlen 2017 erstmals Wahlhelfer eingestellt und zum allerersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland auch Wahlprüfer zugelassen. Zudem soll das Zählen und Verwerten der Stimmen neu föderalistisch organisiert werden und das jeweilige Bundesland und die Kommunen werden mit einbezogen. Danke, Rainer. Und jetzt möchte ich in einem persönlichen Anliegen noch ein Wort an euch richten. Aufgrund seiner anhaltenden, dezidierten und sozialkritischen Haltung gegenüber dem Freistaat Bayern und der Bundesrepublik Deutschland wurde Rainer Winkler Opfer politischer Repression. Ich rufe euch auf, vergesst niemals seine Botschaft, seine Worte und seine aufrichtige Liebe für all das, wofür er genauso wie für den Metal gestorben wäre. Lange Rede, kurzer Sinn und damit ist das Video auch zu Ende. Eure Meinung. Eure Meinung heißt eure Meinung, weil ihr dieser Meinung seid. Meine Meinung heißt meine Meinung, weil ich dieser Meinung bin. Wenn ich meine Meinung habe und ihr eure Meinung habt, dann hat jeder sein Recht, das auszuleben. Ich habe heute einen Aufruf an euch, kleinen miesen Drecksschweine. Ihr könnt's euch nicht vorstellen, wie der aus der Papp stinkt. So, du depperter Bazi, bist endlich Start. Ich bleibe unmüßig! Als Abschreckung für alle mutigen Staatsfeinde, die es wagen, sich gegen die Regierung aufzulehnen, statuierte Bayern ein Exempel an unserem Drachenlord. Noch heute mahnt sein abgetrennter Kopf vor dem Rewe-Supermarkt in Emskirchen, der uns alle daran erinnern soll, dass wir letztlich keine Macht haben, etwas zu ändern.
Darum lasst uns all seine Visionen einer besseren Welt in Ehren halten und uns stets demütig an die letzten Worte erinnern, die Rainer Winkler zu seinem Volk sprach. Und könnt ihr euch schon mal darauf freuen, am Montag gibt es eine fette, dicke Anzeige